Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Jawohl, ich bin wieder bei uns in der Wohnung oben, das heißt es gibt kein Tabak-Review. Aber ihr habt es ja auch schon am Titel des Videos gesehen, es geht um was anderes. Und zwar möchte ich euch heute erneut eine Pfeife vorstellen. Und zwar geht es diesmal um dieses schmucke kleine Stück hier. Jawohl, heute wird es französisch und zwar ist hier nochmal das kleine Pfeifchen. Ihr seht, es ist eine wunderschöne kleine Chacon, die ich mir vor vielen Jahren schon geholt hatte. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange das her ist. Einige Jahre. Die hatte ich damals aus der Bucht gezogen. Sie war in einem erbärmlichen Zustand. Vorteil für mich, ich habe sehr wenig Geld dafür bezahlt. Die Pfeife war völligst verdreckt. Das Mundstück war gelb, richtig versifft. Aber ich denke mal, trotz der fehlenden Mittel, was hier große Maschinen angeht, habe ich das Pfeifchen damals doch recht gut hinbekommen, recht ordentlich. Ich rauche sie verhältnismäßig selten, muss ich schon sagen. Also das letzte Rauchvergnügen ist schon ein paar Jährchen her. Was aber hauptsächlich so ein bisschen der Größe geschuldet ist. Die Maserung ist jetzt nicht spektakulär. Da habe ich aber auch, als ich den Namen Chacon gelesen habe, jetzt nichts Weltbewegendes entdecken oder erwartet. Schon gar nicht bei dem Preis, für den sie damals drin war. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich 10 oder 20 Euro bezahlt habe. Kann mich nicht erinnern. Es ist, wie gesagt, sehr lange her. Das Füllvolumen, der Mittelfinger passt gerade mal so bis zum ersten Glied hinein, tiefer nicht. Die Pfeife ist auch sehr eng, also ich kann den Finger nicht drin bewegen. Das Füllvolumen ist knapp mittel, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich habe sie lange nicht geraucht, Rauchvergnügen, dreiviertel Stunde maximal. Und ich habe es doch eher mit den mittleren Füllvolumen, die noch so eher bei 60 bis 70 Minuten des Rauchens liegen. Nichtsdestotrotz finde ich es ein wunderschönes Pfeifchen mit einer Besonderheit. Hier ist die Pfeife. Was ihr in meinen anderen Tabakvideos vor allem oft gesehen haben werdet, ist nämlich das hier. Mit der Pfeife kommt dieser passende Stopfer. Kann man eigentlich ganz gut erkennen. Hier so das Chacon-Zeichen. Den nutze ich halt wirklich gern zum Stopfen, weil ich einfach ein Fan bin von einer runden Platte. Die Pfeifen sind rund, das Bohrloch ist rund, also bevorzuge ich einen runden Stopfer. Was ich noch nie gebraucht habe, aber ist natürlich vorhanden, wie soll es auch anders sein bei einem guten Stopfer, das ist der Räumdorn hier hinten, den man herausschrauben kann. Aber wie gesagt, den habe ich selbst noch nie benutzt. Da benutze ich dann doch lieber den Tschechen, weil der halt eben neben dem Dorn auch noch einen passenden Löffel hat. Und von daher, hier haben wir nochmal die beiden Stücke, die zusammengehören, Pfeife und Stopfer aus dem Hause Chacon. Ich mag den Stopfer sehr, das ist mein absoluter Favorit. Die Pfeife gefällt mir sehr, auch wenn ich sie aufgrund ihres doch relativ kleinen Füllvolumens, wie gesagt, wenn überhaupt knapp mittel, ich würde mal sagen eher ein etwas kleineres. Wie gesagt, 45 Minuten maximal, also zwischen 30 und 45 Minuten kann man sie rauchen. Ich bin aber einer, wenn ich rauche, da möchte ich schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde haben. Von daher ziehe ich da andere Pfeifen vor. Tja, jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Erfahrungen hiermit.
Hat einer vielleicht von euch diese Chacon hier auch? Hier ist sie nochmal. Sie ist auch gestempelt. Das kann man jetzt allerdings hier nur sehr schwer erkennen. Wenn ich jetzt hier nachlese, steht hier eigentlich nur drauf eine Nummer 168 und der Name selbst, das habt ihr auch bei den Bildern sehen können, ist dann eine Chacon Red Label. Der Name selbst, der steht hier, Chacon. Der Fokus kriegt es jetzt hier leider nicht hin, aber ihr habt es auf den Bildern gesehen, Red Label und hier unten am Holm 168. Ich bin natürlich gespannt, wer von euch diese Pfeife vielleicht selbst sein eigen nennt, wie sie euch gefällt, was ihr für Erfahrungen mit den Raucheigenschaften habt. Lasst uns darüber ruhig in den Kommentaren in gewohnter Weise ein bisschen austauschen. Ich bin wie immer gespannt und auf den Austausch auch gespannt. Das war's von mir soweit für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Happy Puffing, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.